Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir mit den Übungen in Kotlin anfangen und zwar mit den Übungen im Bereich Funktionen. Da haben wir jetzt wirklich einiges vor uns. Ich will, dass ihr das auch wirklich verstanden habt, bevor wir zum nächsten Thema gehen, und ich sehe das in meinen anderen Tutorials, dass das wirklich ein Problem sein kann, wenn man Funktionen nicht verstanden hat. Deswegen gehen wir hier wirklich in die Vollen, und zwar sagen wir hier zunächst einmal, okay, das ist jetzt eine einfache Übung, wir wollen einfach nur, dass ihr das Abs berechnet, also quasi den Betrag einer Einheit. Das heißt, die erste Aufgabe ist, das werdet ihr gleich machen und ich werde euch wieder quasi, oder ihr werdet mich pausieren, das machen und dann gehen wir zusammen die Lösung durch. Ihr wollt Betrag von x, so schreibt sich das mathematisch, berechnen, wobei das ist einfach quasi x ohne Vorzeichen, ja, also immer positiv. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel eine negative Zahl haben, also bei minus 5 oder minus irgendeine Zahl, ja, dann ist das 5. Während, wenn wir eine Zahl haben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, 42 zum Beispiel, dann ist das einfach nur 42, also die Zahl selber. Das heißt, ihr schmeißt quasi das Vorzeichen raus. Und ich möchte, dass ihr nicht cheatet, ich möchte, dass ihr das selbst implementiert, ja. Nicht einfach irgendwie eine Funktion nehmen, die das schon kann. Es gibt solche Funktionen in Kotlin. Nein, ihr sollt es selber machen, ja. Sonst bringt das ja nichts. Gut, pausiert mich und dann machen wir das zusammen. Okay, ich hoffe, ihr habt es soweit erledigt und ja, wir gehen das jetzt zusammen durch. Natürlich müssen wir das Ganze als Funktion auslagern, das dürfte klar sein. Und wir werden das jetzt als einzeilige Funktion hier schreiben. Wenn ihr das aber als normale Funktion geschrieben habt, ist das auch völlig okay. Das Ganze nennt sich abs im Normalfall für absolute, so heißt es auch auf dem Taschenrechner zum Beispiel. Und wir machen das jetzt hier einfach mit einem Parameter x vom Typ int und wir geben das direkt zurück, und zwar sagen wir hier if x kleiner 0, dann natürlich x mal minus 1, else x. So, und fertig sind wir eigentlich schon. Jetzt können wir hier das Ganze mal testen. Also wir wollen das ja auch wirklich zurückgeben mit dem Return. Ich habe das jetzt hier mal als einzeilige Funktion geschrieben, damit ihr auch da ein bisschen Praxis drin bekommt. Alles andere haben wir schon so oft gemacht. Ich glaube, das könnt ihr schon, aber ich kann es auch gerne mal noch als richtige Funktion dann schreiben. Also, was heißt richtige Funktion? Das ist auch eine richtige Funktion, aber trotzdem. So, wir rufen abs mal auf mit minus 5. Und wir wollen es natürlich ausgeben, damit wir auch sehen, dass es funktioniert. So, ist 5, wundervoll. Und jetzt geben wir das Ganze mit 42 aus. Wer hätte gedacht, das ist 42, weil wir hier ins Else-Block reingegangen sind. Und jetzt können wir hier einfach irgendeine Zahl mal reinnehmen. Wenn sie negativ ist, sollte die Zahl rauskommen. Und wenn sie positiv ist, sollte die Zahl selbst rauskommen. Genau. Als normale Funktion sieht das Ganze eigentlich ähnlich aus. Funabs Standard, sage ich jetzt mal. Mit x vom Typ int, gibt ein int zurück. Und ja, dann gehen wir hier einfach her und sagen if x kleiner 0, return x mal minus 1, else, Klammern nicht vergessen, ey, was soll das? Return, ja, ich kann nicht tippen, return x. So, das wäre die normale Schreibweise. Aber wie gesagt, die einzeilige Schreibweise, die ist auch ist absolut okay und sogar deutlich kompakter und deutlich eleganter, möchte ich behaupten, als das, was hier unten steht, ja. Das heißt, wenn ihr die hier gemacht habt, super geil. Wenn ihr die hier gemacht habt, auch völlig in Ordnung. Ihr könnt programmieren. Herzlichen Glückwunsch. Gut, das war's für heute. Nächstes Mal natürlich noch mehr Übungen, weil, wie gesagt, ich möchte, dass ihr das auf jeden Fall verstanden habt, alles. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.